Das ist der Beta 95X V2 WUP mit analogen EOS 2 Kamera, geflogen mit Radiomasse TX16S und der Fatscha KDO 2 Brille. Vorne sitzt oben die Insta360 Go Kamera und unten eine KDX EOS 2 Kamera. Obendrauf ein 4S Akku mit 450 mAh. Hinten ist die blaue Senderantenne mit einem 25 bis 350 mW Videosender, schön abgeschirmt. Das Frame ist umgedreht, damit der Quad sehr flach bleiben kann. Die Motoren sind 1106 4500 kV für ein 4S Akku optimiert. Der Quad wiegt knapp 99 Gramm mit der Insta360 Go Halterung. Mit dem 4S Akku sind es 155 Gramm. Und wenn man die Insta360 Go Kamera anbringt, kommt man auf 173 Gramm. Diese analoge Version von dem Beta 95X ist um 16 Gramm leichter als die HD digitale Version. Mit dem weniger Gewicht fliegt der Quad besser und reagiert noch schneller auf meine Stickbewegungen. Auf dem Quad ist Beta Flight 357 installiert und sehr gut eingestellt. So fliegt der Cinewhoop auf sich schon sehr gut. Das analoge Videobild sieht sehr gut aus. Keine Störungen im Bild. Der M02 Videosender vom Beta FPV ist ein sehr guter Sender, innen abgeschirmt und liefert ein sauberes Signal, hier bei nur 25 mW eingestellt. Und wie man sieht, fliegt der Beta 95X hier schön ruhig, so wie man es von einem Cinewhoop erwartet. Und das sogar ohne RPM-Filterung. Hier das Video von der Insta360 Go Kamera. Meine Aufnahmen sind etwas unscharf, weil ich die Aufnahmen am Handy in der App mit optimierten Farben gerendert habe. So entsteht zu viel Unschärfe im Bild. Außerdem sollte man die Insta360 Go Aufnahmen bei genug Licht machen, dann werden die Bilder viel schärfer. Der Beta 95X fliegt wunderbar und eignet sich sehr gut für Aufnahmen mit so einer HD-Kamera, wie hier die Insta360 Go oder noch besser mit einer GoPro Lite, also einer umgebauten GoPro 6 oder 7 Kamera, die nur 35 Gramm wiegt. Erstaunlicherweise gelingen auch ein paar Rolls und Flips mit dem WUP, obwohl der Quad wegen dem Propellerschutz für Freestyle Fliegen eigentlich nicht gedacht ist. Mir gefällt der Beta 95X WUP, gerade weil der sich gut für Einsteigerpiloten eignet und der Quad sehr gut als Cinewhoop fliegt. Alternativ wäre hier der Beta 95X in der HD Digitalversion, aber dann benötigt man auf jeden Fall eine neue DJI Digitalbrille. Den Beta 95X kann man ohne oder mit einem Empfänger bestellen, wie FSK XM Plus oder einen Crossfire, wie ich hier den habe. Man muss eigentlich nur den Quad koppeln und schon kann man damit fliegen. Diesmal hat Beta FPV hier alles richtig gemacht.